Typ der Geschichte: freie Arbeit. Mehrteiler. FSK-Rating 12. Genre: Romance Drama. Pairing: Boy x Boy. Autor: Strawberry and Me. Das Geheimnis. Kapitel 1. Prolog. Die Nachmittagssonne wanderte gemächlich Richtung Horizont, als die Schulglocken den Gong für das Ende des heutigen Unterrichts verkündeten. In Scharen kamen die Oberschüler aus den Klassen gelaufen und machten sich auf den Weg nach Hause. So konnte Zane auch heute wieder die Schüler durch das Schaufenster beobachten, wie sie entzückt vor dem Fenster stehen blieben und die kleinen Kaninchen hinter dem Glas betrachteten. Zane war ein großgewachsener Mann von 1,90 Meter mit einer breiten Statur, der bei seinem Opa im Tierheim aushalf, wann immer er Zeit fand. Er hatte pechschwarze, verwuschelte Haare, die den Blick auf seine Ohrenpiercings freigaben, hatte ein Augenbrauenpiercing und einen finsteren Gesichtsausdruck mit stechenden, verschiedenfarbigen Augen, die einem sofort Angst einjagten. Er trug weite Kleidung, einen Hoodie und eine einfache Arbeitshose, die nicht erahnen ließen, wie durchtrainiert und attraktiv sein Körper darunter eigentlich war. Trotz dessen, dass er stets eine angsteinflößende, einschüchternde Aura verbreitete, fanden ihn die Frauen anziehend. So störten sie ihn erneut bei seiner Arbeit. Sein Opa saß hinter der Kasse auf einem Hocker und las seelenruhig die Zeitung, als eine Gruppe von Oberschülerinnen den Laden betraten. Zane war gerade dabei, Kisten aus dem Lager in die Regale einzusortieren und stand mit mehreren Dosen Katzenfutter in der Hand im Gang zu dem Tierzubehör. »Hallo«, begrüßte ihn eine Brünette aus der Gruppe und lächelte ihn von unten aus freundlich an. Wortlos deutete er auf seinen Opa. Sie folgte irritiert seinem Finger, bevor sie verstand und den Kopf kichernd schüttelte. »Ich möchte nichts kaufen. Ich wollte fragen, ob Sie mal mit mir begann sie mit lieber Stimme und leicht geröteten Wangen, während die anderen Mädchen hinter ihr scheinbar nur als seelische Unterstützung mitgekommen waren. Grob unterbrach er sie, als sie die Dosen lieblos in das Regal fallen ließ und sie laut die Stille durchbrachen. Sie zuckte verschreckt von der Lautstärke zusammen und sah ihn erschrocken und leicht eingeschüchtert von unten aus an. »Wenn du nichts kaufen willst, verpiss dich«, kam es gereizt von Zane, während er die letzten Dosen impulsiv in das Regal donnerte und sich anschließend einfach abwandte und zurück in den Hinterraum schritt. Sein Opa sah kurz von seiner Zeitung auf, schüttelte dann mit einem milden Lächeln verständnislos den Kopf und widmete sich wieder den Schlagzeilen. Die Brünette sah ihm entgeistert hinterher, bevor sie mit zittriger Hand in das Regal griff und eine Dosen Katzenfutter in die Hand nahm. »Du hast doch eine Katze, oder Mia?« fragte sie eine ihrer Freundinnen, und diese nickte. »Gut«, sprach sie mit erhobener Stimme und gefasstem Blick, während sie ihre freie Hand an die Brust legte und zur Faust ballte. Mit dominanten Schritten ging sie auf die Kasse zu, als Zane gerade wieder aus dem Lager kam. Mit einem gewinnenden Lächeln sah sie ihn an und legte euphorisch die Dose auf die Tischplatte. Sein Opa sah nicht auf und Zane stöhnte genervt. Gereizt mit einer Wutader im Gesicht nahm er die Dose und scannte sie ein. »Wie heißen Sie?« fragte die Frau und startete einen neuen Versuch. Gereizt sah er auf, ihr direkt in die Augen, und obwohl sie es auch als einschüchternd wahrnahm, war sie eine selbstbewusste Frau, die wusste, was sie wollte, und somit hielt sie den Blickkontakt stand. 280 Yen, knurrte er dunkel und packte die Dose in eine kleine weiße Einkaufstüte aus Stoff. Sie holte ihre Brieftasche hervor und gab ihm die 280 Yen passend. »Also?« fragte sie erneut und lächelte. Ihr Lächeln wirkte aufgeweckt und freundlich, sowie ehrlich. »Schönen Tag noch«, sprach er und wandte sich ab, um weiter die Regale einzuräumen. Die junge Frau knurrte frustriert und ballte die Fäuste. Niedergeschlagen ging sie mit der Tüte und ihren Freundinnen nach draußen. »Diesmal hat er zumindest was gesagt«, versuchte sie Mia aufzumuntern, und sie nickte wieder gefasst und mit fokussiertem Blick nach vorn. »Ja, er hat heute scheinbar einen guten Tag«, kam es von ihr, und sie ging mit ihnen weiter den Weg entlang nach Hause. »Nächstes Mal kriege ich seinen Namen raus«, versicherte die Brünette ihren Freundinnen. Das und Ähnliches geschah in dem Tierheim täglich.
Täglich kamen Frauen auf ihn zu und versuchten ihn trotz seiner Art kennenzulernen. Die Brünette hatte vorher immer durch das Schaufenster an den Hasen vorbei Zane beobachtet und ihn aus der Ferne angeschwärmt. Mia und andere ihrer Freunde hatten oft versucht, mit Zane in ein Gespräch zu kommen, doch bis heute hatte er ihnen nicht mal ein einziges Wort geschenkt. Heute hatte sie selbst all ihren Mut zusammengenommen und ihn erstmalig angesprochen. Auch wenn es nicht wie erhofft ausging, gab sie noch lange nicht auf. Und das taten seltsamerweise viele junge Frauen nicht. Egal wie respektlos und gehässig Zane war, hatte man einmal beobachten dürfen, wie er die Tiere versorgt, waren sie verliebt. Oder zumindest hatten sie einen Crush. Denn wenn Zane sich um die Tiere kümmerte, war er wie ausgewechselt. Und diese Seite einmal zu sehen, war wie ein Zauber, denn man wusste, er konnte auch ganz anders sein. Sein Opa lachte heiser. »Lach nicht«, knurrte er sofort, doch das brachte ihn nur noch mehr zum Lachen. Knurrend wandte er sich wieder den Regalen zu. »Ach ja, Zane, ich habe ganz vergessen, dir zu sagen, dass wir heute Hilfe bekommen«, sprach der ältere Herr ruhig mit amüsierten Funkeln in den Augen, als auch schon das leise Glöckchen erklang und ein junger Mann den Laden betrat. Zane sah aus Reflex zu der Geräuschquelle, als ein junger Mann im Alter von 19 Jahren mit orangenen, verwuschelten Haaren und stechend gelben Augen den Laden betrat. Er trug ein schwarzes Oversize-Shirt und eine beige, kniehohe Cargohose. Dazu schwarze Turnschuhe. Zielgerichtet ging er auf die Kasse auf den älteren Herrn zu. Die Augen des Älteren weiteten sich und er starrte ihn einen Moment lang an, während der Junge sich bereits wieder seinem Opa zuwandte. Der Mann verbeugte sich vor dem Tresen. »Guten Tag, Jano Haruka mein Name. Ich bin hier, um auszuhelfen«, sprach er mit erhobener Stimme und deutlicher Aussprache. Haruka richtete sich wieder auf und lächelte den alten Mann und dann seinen Enkel verlegen und dennoch warm an. Sein Opa sah überrascht auf und zu dem jungen Mann. Von seiner Energie und Art amüsiert lächelte er breit zurück. »Guten Tag, Jano. Nenn mich einfach Shin und«, begann er und drehte sich zur Seite, um auf Zane zu zeigen, doch dieser hatte sich längst abgewandt und war auf dem Weg zum Lager. Kam es zögerlich von Shin, während seine Augen an Zanes Rücken hafteten. »Das ist Zane, mein Enkel.« Er lächelte mild und wandte sich wieder an den Mann vor sich. »Er hilft mir ebenfalls aus, bis der Laden schließt. Normalerweise bin ich um diese Uhrzeit bereits zu Hause. Doch durch Zane kann ich den Laden länger geöffnet lassen. Du wirst ihn dann ab jetzt unterstützen«, erklärte der Mann freundlich, während sein Enkel noch immer in den Nebenraum war. »Verstanden«, bestätigte der Junge höflich und verneigte sich erneut. »Bezüglich meinen Aufgaben soll ich mich dann an Zane wenden?«, fragte Haruka vorsichtshalber nach. »Ja, richtig. Ich muss jetzt nämlich langsam nach Hause zu meiner Enkelin. Sie ist schon so lange allein«, nickte der Mann und stand von dem Hocker auf, um schon mal Richtung Tür zu gehen. »Aber ich wollte dich persönlich begrüßen«, lächelte Shin und verbeugte sich zum Abschied leicht vor dem Jüngeren. Zane kam derweil wieder heraus und begann die Sachen im Regal weiter aufzufüllen. Haru lächelte dem alten Mann hinterher, als dieser aus der Tür verschwand, und wandte sich dann Zane zu. Also, was kann ich tun?«, fragte dieser schüchtern. Der Ältere zuckte unmerklich zusammen und verkrampfte sich leicht, doch das blieb unbeobachtet. Er schielte über seine Schulter hinweg zu dem um einiges kleineren Mann drunter. Stumm hob er den schweren Karton hoch, in dem verschiedene Dinge zum Einräumen drin waren, und drückte ihn dann grob gegen die feminine Brust des Jüngeren, ohne ihn anzusehen. Dann drehte er sich um und verschwand im Nebenzimmer. »Oh Mann, warum ist der denn so schlecht gelaunt?«, schoss es dem Jungen durch den Kopf, während er den breiten Rücken betrachtete, der sich immer weiter von ihm entfernte. Haruka hiefte den Karton stöhnend auf die Theke und öffnete ihn dann. Er besah sich den Inhalt. Ein paar Säcke Katzenstreu, Hunde- und Katzenfutter, Näpfe und Spielutensilien. Haru vermutete, dass das alles in das Regal hinter der Theke kommt. Zane hatte ihm schließlich nicht gesagt, wo er alles einräumen soll. Er traute sich nicht nachzufragen. Seufzend räumte Haru den Inhalt aus und in die Regale ein. Zane war im Lager und lehnte mit dem Rücken gegen die Tür. Stumm lag seine Hand über Mund und Nase, um seine Röte zu verdecken. »Ich habe keinen Ton rausbekommen, scheiße«,
dachte er fluchend und schielte zur Seite gegen die Tür, als wolle er zu Haru dahinter sehen. Aber das kam so plötzlich. Ich hatte keine Vorbereitung auf jemanden wie ihn zu treffen, dachte er mit aufgeregt schnell schlagendem Herzen, während er versuchte, mit kontrollierter Atmung wieder runterzukommen. Etwas später klopfte es auch schon an der Tür. Zane? Ich bin fertig. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Könntest du kurz drüber sehen? Nicht, dass ich irgendwie Ärger von deinem Opa bekomme. Das wäre nicht so gut. Schon gar nicht an meinem ersten Tag, lachte er hinter der Tür verlegen und trat nervös von einem Fuß auf den anderen. Stumm wurde die Tür geöffnet und Zane sah den Jungen genervt an, bevor er an ihm vorbeischritt und sich alles besah. Er verkniff sich einen dummen Kommentar und deutete auf ein Regal. Ein größeres Schild war da drüber. Tierfutter. Und an den kleinen weißen Schildern an der Leiste standen die Produkte und der Preis von diesen drauf. Er sprach kein Wort und begann die Sachen, die falsch einsortiert wurden, einfach selbst einzuräumen. Betreten strich sich Haruka über den Arm. Was kannst du eigentlich? Du bist ein Nichtsnutz. Niemand braucht dich. Du bist nur eine Last. Kamen auch sofort seine negativen Gedanken in ihm auf. Er hatte wiederholt das Gefühl, nichts richtig zu machen und nur im Weg zu stehen. Seine negativen Gedanken waren stets seine treuen Begleiter gewesen, auf die er jedoch auch gut verzichten könnte. In dem Moment kam ein älterer Mann mit seiner kleinen Tochter in den Laden. Haruka schüttelte schnell den Kopf, trat hinter die Kasse und verbeugte sich höflich. Herzlich willkommen. Was kann ich für Sie tun? Der Mann lächelte mild, als er Haru entgegenkam. Meine Tochter wollte sich mal die Kaninchen ansehen, sie wollte schon länger eins, sprach der Mann ruhig und verbeugte sich leicht zur Begrüßung. Sofort ging seine Tochter zu den Kaninchen im Schaufenster und sah in den Holzkäfig. Mit grimmigen Zügen starrte Zane das Kind an, bevor er an den beiden anderen vorbeischritt und sich hinter sie stellte. »Wie werde denn so ein Umgang mit Hasen?« fragte der Mann an Haruka gewandt und trat näher. Das Verstehen der natürlichen Verhaltensweise der Kaninchen ist sehr wichtig für das Zusammenleben von Mensch und Kaninchen. Ansonsten kann es schnell zu Verhaltensstörungen kommen, begann Haruka gewissenhaft an zu erklären. Der Drang, alles richtig zu machen, war auch bei diesem Teilzeitjob da, weswegen er stundenlang verschiedene Artikel über die verschiedensten Tiere gelesen hatte, um auch ja vorbereitet zu sein. Kaninchen sind Fluchttiere und demnach sehr scheu. Droht Gefahr, verstecken sie sich blitzschnell in ihrem Bau. Schnelle, abrupte Bewegungen von oben oder von der Seite interpretieren sie oft als Bedrohung. Langsame Bewegungen und ein ruhiger Umgang sind sehr wichtig, damit sie Vertrauen zu ihnen aufbauen. Gesteigerte Aggressivität gegenüber Artgenossen oder den Menschen ist ein eindeutiges Zeichen für Haltungsfehler. Angst und Stress durch Bedrohungen und Platzmangel sind häufig die Auslöser. Kleinere Rangkämpfe in einer bestehenden Gruppe gehören jedoch zum normalen Verhalten der Tiere und sollten nur bei andauernden Problemen und ernsthaften Verletzungen unterbunden werden. Nehmen Sie Ihr Kaninchen nicht zu häufig hoch. Das Hochnehmen bedeutet sehr viel Stress für das Tier und versetzt es in Angst. Setzen Sie sich besser auf den Boden und warten Sie, bis das Kaninchen von sich aus zu Ihnen kommt und Vertrauen aufbaut. Mit Futter lassen Sie sich meist sehr gut anlocken. Es sollte nur im Notfall auf den Arm gehoben werden. Bei seinen nächsten Worten hob Haruka belehrend den Finger. Die wichtigste Regel der Kaninchenhaltung lautet, sie dürfen niemals allein gehalten werden und benötigen mindestens einen Partner. Ein Mensch kann die sozialen Bedürfnisse des Kaninchens nicht ersetzen. Kaninchen haben ein sehr großes Auflaufbedürfnis. Deswegen gilt für die Stallgröße, je größer, desto besser. Ein Käfig ist keine artgerechte Haltung für die Tiere. Am besten ist es sogar, wenn Sie ihnen einen Stall für die Außenhaltung kaufen, in dem sie dauerhaft leben, erklärte er ruhig, ohne mehr auf sein Gegenüber zu achten, der bereits einige Schritte zurückgemacht hatte. Beim Außengehege gibt es allerdings einige Punkte zu beachten, damit Ihre Tiere sich wohlfühlen und gleichzeitig geschützt sind. Der Kaninchenstall muss wetterfest sein und knabbersicher. Ideal ist es, wenn 2 Seiten des Geheges komplett geschlossen sind. Ein Dach an einer Seite dient als Sonnen- und Regenschutz. Die Tiere brauchen eine gemütliche Höhle, in die sie sich zurückziehen können. Außerdem muss die Anlage ausbruchssicher sein und Schutz vor potenziellen Fressfeinden wie Mardern oder Greifvögeln bieten.
Der Kaninchenstall muss also auch von oben und unten abgesichert werden. Kaninchen können lange Gänge buddeln und dadurch eventuell aus ihrem Gehege ausbüchsen. Also passen Sie gut auf, kicherte der Jüngere, vollkommen in seinem Redefluss vertieft. Er war stolz darauf, noch alles zu wissen, was er sich angelesen hatte. Zane sah nun interessiert und aufmerksam aus dem Augenwinkel zu ihm. Eine Heuraufe sowie Futter und Wassernäpfe gehören zur Grundausstattung. Neben ausreichend Platz zum Bewegen brauchen Kaninchen aber auch einiges an Zubehör zum Verstecken und Beschäftigen. Wichtig ist dabei immer, dass die Sachen knabbersicher und ungiftig sind. Darüber hinaus gibt es im Fachhandel Spielzeug, speziell für Kaninchen, wie Röhren oder Futterverstecke. Ein gemütliches Häuschen dient zum Verstecken und Schlafen. Eine günstige, aber nicht sehr langlebige Alternative sind Kartons. Mit Ästen und Zweigen beschäftigen sich die Tiere ebenfalls sehr gerne und daran zu knabbern und ihre Zähne so abzuwetzen. Auch eine Buddelkiste gehört zum Zubehör eines Kaninchenstalls, um den natürlichen Trieb der Tiere zu befriedigen. Handelsübliches Trockenfutter ist nicht gut für die Tiere. Sie enthalten sehr viele Kohlenhydrate und Zucker, was nicht gut für die Verdauung ist, langfristig sogar zur Verfettung führen kann. Orientieren Sie sich besser an der natürlichen Ernährung der Wildkaninchen, die vorwiegend Grünfutter zu sich nehmen, wie zum Beispiel Gräser, Kräuter, Gemüse, Löwenzahn und gelegentlich Obst. Ergänzt wird die frische Nahrung durch Heu, das den Tieren rund um die Uhr in einem geeigneten Laufe zur Verfügung stehen sollte. Kaninchen haben einen sehr großen Verdauungstrakt und müssen ständig fressen. Im Winter, wenn Löwenzahn und frische Kräuter schwieriger zu finden sind, können sie auch Karottengrün, Kohlrabi-Blätter und Blattspinat gut füttern. Futter ist auch eine sehr gute Möglichkeit, die Tiere zu beschäftigen, indem sie es im Stall verstecken oder aufhängen. Das Suchen und Aufrichten ist ein gutes Training für die Kaninchen, die auch in freier Wildbahn ihre Nahrung auf diese Weise beschaffen. Bei einer artgerechten Haltung ist die Pflege absolut unkompliziert, da die Tiere sehr reinlich sind. Neben der Nahrungsaufnahme nimmt das Putzen den Großteil ihrer Zeit in Anspruch. Dafür brauchen sie im Normalfall keine menschliche Hilfe. Zahnkontrolle ist ebenfalls sehr wichtig, da die Zähne konstant wachsen. Werden sie zu lang, behindert das die Nahrungsaufnahme. Auch wenn Kaninchen selbst sehr pflegeleicht sind, ist die zeitaufwendige Reinigung des Geheges ihre Aufgabe. Zum Glück benutzen Kaninchen meist eine bestimmte Ecke als Toilette. Diese und die Futterschälchen müssen sie täglich reinigen. Mindestens einmal die Woche sollten sie das komplette Gehege säubern und das Einstreu auswechseln. Ein Hauskaninchen hat eine Lebenserwartung von durchschnittlich 10 Jahren, kann aber auch deutlich älter werden. Allerdings sind die sehr krankheitsanfällig, besonders für Verdauungsstörungen und Zahnprobleme. Da sie jedoch Krankheitssymptome erst sehr spät zeigen, handelt es sich meist um einen Notfall und sie müssen sofort einen Tierarzt aufsuchen. Beobachten Sie Ihre Tiere sehr gut, dann wird Ihnen auffälliges Verhalten auch schon früher auffallen. Gehen Sie am besten regelmäßig zu einem tierärztlichen Gesundheitscheck. Für welche Kaninchenrasse Sie sich entscheiden, hängt vorrangig von Ihren Vorlieben ab und wie viel Platz Sie ihnen bieten können. Sehr große Rassen brauchen natürlich entsprechend mehr Platz als die kleineren Rassen wie Löwenkopfkaninchen oder Farbenzwerge. Sie können auch problemlos unterschiedliche Rassen miteinander kombinieren, unabhängig der Größe, Farbe und Ohrenstellung. Das Wichtigste ist, dass die Tiere sich verstehen. Haruka realisierte, wie viel er eigentlich erzählt hatte und verbeugte sich sofort mit einer aufsteigenden Schamesröte vor dem Kunden. »Verzeihen Sie, ich habe zu viel geredet.« Der Mann sah ihn erst aufmerksam, dann überfordert und schließlich verschreckt an. »Das ist sehr viel Aufwand«, nuschelte er und sah zu seiner Tochter, die fasziniert unter Zanes Beobachtung ein kleines schwarzes Kaninchen streichelte. Er hatte aus dem Augenwinkel zu dem kleineren geschielt und ihm aufmerksam zugehört. Die wichtigsten Punkte hatte er aufgezählt, doch es war so viel auf einmal, dass er den Kunden verschreckt hatte. Er hätte auf seine Fragen warten sollen, überlegte der Schwarzhaarige ruhig und tippte das Kind an der Schulter an. Sie sah ihn wegen seinen stechenden Augen unsicher an, doch als er sanft lächelte und nach hinten in den Laden deutete, überwog die Neugier und sie nahm seine Hand. »Ich glaube, wir suchen uns was anderes«, sprach der Vater und drehte sich um mit seiner Tochter zu gehen, doch die stand nicht mehr vor Ort. Sie stand genauso fasziniert vor dem Meerschweinchengehege und sah sie verzaubert an. Machte der Mann und sah sich nach seiner Tochter um. Als er sie erblickte, ging er verwirrt zu Zane.
Meerschweinchen sind eine gute Alternative. Die können Sie drinnen halten, sprach Zane ruhig und nahm vorsichtig eines auf den Arm. Es war ein blondes US-Teddy mit etwas längerem, leicht gelocktem Fell. Erstmals hörte Haruka seine Stimme. Sie war ungewöhnlich dunkel, was man selten hörte, und sie war beruhigend. Doch seine Aura, die Wirkung seiner stechenden Augen und seine Ausstrahlung flößten einem Respekt und Unbehagen ein. Daher zögerte der Mann auch bei ihm. »Wie sieht denn die Haltung aus?« fragte der Vater nachdenklich und schielte unsicher zu Haruka, der ihn jedenfalls abgesteckt hatte. »Es sollten auch hier mindestens 2 Tiere sein. Informieren Sie sich zuerst zu Hause und bei weiteren Fragen helfen wir Ihnen«, sprach Zane ruhig, und der Mann atmete erleichtert, nicht noch einem Monolog lauschen zu müssen, aus. »Dann würden wir die Tage wiederkommen, ja, Nagi?« fragte der Mann an seine Tochter gewandt, und sie sah ihn begeistert an und nickte. Sie verbeugten sich beide vor Zane und Haruka und verließen den Laden wieder. Zane sah stumm zu Haruka, als die beiden weg waren. Doch er brauchte nichts zu sagen, es war klar, was er falsch gemacht hatte. Stumm ging Zane seiner vorherigen Beschäftigung nach und räumte das falsch einsortierte in die richtigen Regale zurück. Der Blick des jungen Mannes verdunkelte sich. Er hatte schon wieder versagt. Dabei wollte er alles richtig machen. »Ich sollte wohl besser nicht mehr an der Kasse stehen«, murmelte er an Zane gewandt. »Gibt es noch Aufgaben im Lager, die ich machen kann?« Zane hatte gerade einen Sack Hundefutter in den Armen und ließ ihn ins Regal fallen. Er schielte zu ihm. Er hat ein gebrochenes Selbstvertrauen. Scheiße, was mache ich denn? Sag ihm einfach, wie er es besser machen kann und... überlegte Zane, als er sich umdrehte und sich ihm zuwandte. Doch als er ihm gegenüberstand und Haruka geknickt zu ihm aufsah, wandte er seinen Blick sofort ab und ging mit einer Winkbewegung ins Lager nach hinten. Es war ein fast noch größerer Raum als der Laden selbst. Das meiste nahmen die Regale mit Kartons ein, doch auch hier waren Tiere. Kranke, verletzte und aufgesammelte Tiere, allerdings auch Tiere, die bereits verkauft wurden und auf den Abholer warteten. Zane wartete, bis er folgte und deutete dann auf die Tiere. Somit das einzige Tier, was sie nicht hatten, waren Vögel, weil sowohl Shin als auch Zane sie zu laut fanden. Dort hinten im Lager lag eine schneeweiße Katze entspannt auf eines der Regale und faulenzte. Ein kleiner Welpe mit verbundener Pfote saß brav neben der Tür und in einigen Käfigen saßen Meerschweinchen, ein Hase und ein kleiner Hamster. Sie schienen jedoch gesund zu sein. Er hiefte aus einem der Regale Streu und drückte es dem Jüngeren wieder unbeabsichtigt grob in die Arme. Er sollte die Gehege säubern. Das war wohl offensichtlich. Das Wasser musste getauscht werden, das Streu gewechselt, die Tiere so lang rausgenommen werden und Heu sowie Futter mussten nachgefüllt werden. Zane blickte ihn wieder nicht an, als er ihm das Streu gegen die Brust gedrückt hatte. Durch das Gewicht und den Schwung stolperte der Jüngere ein wenig zurück, fing sich aber wieder. Wortlos hockte er sich zu den Käfigen runter und fing an, jeden einzelnen sauber zu machen. Wenigstens jetzt wollte er etwas gut machen. Ich kann an meinem ersten Tag doch nicht so versagen. Du versagst doch immer. Das ist dir nicht neu. Diesmal werde ich nicht versagen. Ich werde den Opa und Zane nicht enttäuschen. Ich will eine Hilfe sein. Naja, aber gerade bist du eher eine Last. Du machst es den beiden nur schwerer. Es wäre besser, wenn du dich höflich verabschiedest und gehst. Damit tust du allen einen großen Gefallen. Halt dein Maul! Du wirst schon sehen, dieses Mal mache ich die Arbeit gut. Es wäre auch eine ziemliche Niederlage, wenn du selbst beim Käfigputzen versagen würdest. Ich werde nicht versagen. Du wirst versagen. Niemand konnte Harukas gedanklichen Dialog auch nur einmal erahnen. Von außen putzte er stumm die Käfige, ließ sich nichts nach außen hin anmerken. Nach einer Stunde hatte er jeden Käfig gründlich geputzt, das Futter und das Wasser ausgetauscht. Zufrieden mit sich selbst wischte er sich symbolisch den Schweiß von der Stirn. Ich habe nicht versagt. Hoffnungsvoll trat er in den Eingangsbereich, in dem Zane gerade arbeitete. Ich bin fertig. Möchtest du vorsichtshalber nachschauen gehen?« fragte er verlegen und spielte nervös mit seinen Fingern. Der Ältere sah seinen verlegenen Blick und sofort polterte sein Herz in seiner Brust aufgeregt, als wollte es aus ihm herausbrechen. Schnell stampfte er verärgert von seinen eigenen Körperreaktionen nach hinten und besah sich alles. An sich war alles richtig. Der Käfig war sauber und das Futter und das Wasser aufgefüllt, doch er hatte die Tiere vorher nicht rausgenommen und ihnen somit unnötig Stress verursacht.
Zane wirkte, als hätte er was daran auszusetzen, doch er sagte nichts und nickte nur. Er deutete auf einige Kartons im Gang, und es war klar, dass diese eingeräumt werden mussten. Somit verbrachte Haruka seinen ersten Tag damit, Regale immer wieder einzuräumen, es falsch zu machen und es nochmals von vorne zu machen, bis er es richtig machte. Irgendwann hatte er das Prinzip, wie alles sortiert wurde, verstanden und machte keine Fehler mehr. Doch der Tag war für ihn schon gelaufen. Am Abend gegen 19 Uhr begann Zane den Laden langsam zu schließen. Er selbst hatte in der Zeit die Käfige vorne gesäubert, den Tieren Nahrung und Trinken gegeben und sich auch um die Katzen und Hunde gekümmert, die in einem raumähnlichen Gehege hinter einer Glaswand saßen, die man durch jeweils eine Tür im Lager betreten konnte. Dort zog er den Vorhang nun zu und spielte ein wenig mit den Tieren, bis die Zeit kam, den Laden endgültig zu schließen. Er machte es selbst, eigentlich, um es Haruka zu zeigen, doch es wirkte, als hätte er die Schnauze voll von ihm und würde es nun besser direkt alleine machen. Er holte das Schild und das Tierzubehör von draußen nach drinnen, schloss die Ladentür ab und ging dann mit einem Schlüssel nach hinten, während er die Lichter ausmachte. Durch die Hintertür, wo auch Lieferungen ankamen, würden sie dann nach draußen gehen. Haruka war noch dabei einzuräumen, als er nach hinten kam und auf die Uhr deutete. Haruka sah auf und folgte seinem Finger. »Oh, schon so spät?« murmelte er überrascht zu sich selbst. Schwerfällig richtete er sich auf und ging mit Zane aus dem Laden. Nervös besah er sich den Mann von der Seite aus, als er gerade den Schlüssel ins Schloss schob und ihn umdrehte. Er wollte das Verhältnis zwischen ihnen verbessern und eventuell etwas mit ihm unternehmen, weswegen er all seinen Mut zusammennahm. »Was hast du heute noch vor? Vielleicht könnten wir zusammen was trinken gehen?« haspelte er vor sich hin. Der junge Mann lief rot an, weil es so wirkte, als wolle er mit ihm ausgehen. Zane hielt augenblicklich inne, als er gerade auch die Hintertür abschloss. Gereizt mit einer Wut im Gesicht wandte er sich um und donnerte seine Faust neben den Kopf des Jüngeren hinter die Wand, gegen die er ihn automatisch drückte. Ein eindeutiges Nein. Er wollte ihnen knurrend ein Nein hervorwürgen, doch erneut kam kein Wort über seine Lippen und er sah ihn nur gereizt und einschüchternd von oben aus an. Seine Faust war an den Fingerknöcheln aufgeplatzt und Blut lief seine Hand entlang und stopfte auf den Boden. Das eindeutige Nein war trotz des gescheiterten Versuchs, es zu sagen, deutlich bei Haruka angekommen. »Okay«, hauchte Haruka leise und sah zu Boden. Seine Augen zeigten deutlich, wie erniedrigt und wertlos er sich fühlte. »Du hast es wieder geschafft. Was hast du dir überhaupt erhofft, dass er Ja sagt? Sei nicht albern, wer würde schon mit jemandem wie dir was machen wollen? Du bist ein wertloses Stück Dreck.« Das dachte er sich auch von der ersten Sekunde an, als er dich sah. Zanes Augenbrauen zogen sich fluchend zusammen und er sah unbeholfen zu dem Jungen runter, öffnete seinen Mund und versuchte, was zu sagen. Er wollte was anderes vorschlagen, doch wieder traute er sich schlichtweg nicht, auch nur ein Wort zu sagen. Sein innerer Kampf blieb unbemerkt, als er sich einfach abwandte und schnellen Schrittes nach Hause ging und den Jungen allein ließ. Auf dem Weg kamen ihm stets Gedanken wie: »Du hättest ihn nach Hause begleiten sollen. Was bist du für ein Senpai?« in den Kopf, doch noch einmal umzudrehen kam für ihn nicht in Frage. Nun bemerkte er auch den Schmerz in seiner Hand, der langsam immer schlimmer und brennender wurde. Somit erreichte er nach 10 Minuten seine Wohnung und ließ sich fluchend an der Tür runtergleiten. »Verdammt, ich bin ein schrecklicher Senpai«, knurrte er zu sich selbst und besah sich seine blutende Hand von Neuem. »Mist«, nuschelte er, als er die aufgeplatzten Knöchel sah und begann, Verbandszeug zu suchen und sich dann zu verbinden. »Dieses Aussehen. Ich hätte mich wenigstens vorwarnen können«, murmelte er gereizt, als der Verband saß und er alles zurückräumte. Seine Wohnung war relativ groß, dafür, dass er allein lebte. Er hatte ein Gästezimmer, ein großes Bad mit Badewanne und Regendusche, eine offene Küche mit Kücheninsel, die an das Wohnzimmer grenzte, in das man zuerst kam, und ein dafür eher kleines Schlafzimmer. Das Gästezimmer war größer als sein eigenes, doch das war absichtlich so. Er zog sich um, nahm eine Cargohose bis zu den Knien in Schwarz und einen weiten Oversize-Pulli sowie Sportschuhe aus seinen Schränken. Sein Abendritual bestand daraus, joggen zu gehen. Und das tat er auch. Er lief schneller als sonst, da er sich über sich selbst aufregte und sich stets selbst beschimpfte, dass er hätte besser mit Haruka umgehen sollen und dass er als Senpai auf voller Linie versagt hatte.
Währenddessen war Haruka mit niedergeschlagener Haltung gezielt in das bekannteste und gefährlichste Viertel der Stadt gegangen. Dort trieben sich Gauner, zwielichtige Gestalten, Drogenjunkies und Rowdies herum. Jedes Mal, wenn Haruka versagt hatte, musste er sich dafür bestrafen. Viele griffen zur Klinge, andere begannen sich bis zum Absturz zu betrinken, doch Haruka suchte seine Selbstverletzung durch Fremdverschulden. Er schaffte es nicht, sich selbst zu verletzen oder sich selbst umzubringen, doch es machte alles leichter, wenn es andere für ihn taten. Ihm war klar, dass niemand, der bei klarem Verstand war, ihn verprügeln würde. Aber wenn er Menschen, die ohnehin schon Aggressionsprobleme hatten, provozieren würde, würden sie seine Bestrafung ganz von alleine durchführen. Je tiefer er in das Viertel eintauchte, desto stärker stank es nach Blut, Pisse und Abfall. Er brauchte nicht lange zu suchen, da sah er schon eine Gruppe alkoholisierter Männer. Haruka blieb vor ihnen stehen, atmete einmal durch und verschränkte mit einem schrägen Grinsen auf den Lippen die Arme vor der Brust. Wie armselig kann man nur sein, sich unter der Woche zu besaufen? Ihr habt es im Leben sicherlich zu nichts gedacht. Die Männer drehten sich zu ihm um. Ein Mann mit roten Haaren und Piercings am Ohr, offenbar der Anführer, trat hervor. »Hä? Was laberst du, Kleiner? Wie kannst du es wagen, uns zu beleidigen? Hast du dich verlaufen? Das Schnöselviertel ist ein paar Ecken weiter.« Die Gruppe lachte. Haruka ließ sich nicht beeindrucken. »Ah, ihr meint das Viertel, in dem ihr niemals leben werdet? Schon bedauerlich. Bestimmt wurdet ihr auf der Straße gezeugt und werdet, so wie aussieht, auf der Straße sterben. Tja, man kann nichts machen. Die Welt muss auch ein paar Versager haben.« Je länger Haruka sprach, desto mehr bildeten sich Wutadern in den Gesichtern der Männer. »Hey, wir sollten diesem Jungen eine Lektion erteilen. Zeigen wir ihm, wie es auf der Straße abläuft«, zischte der Rotschopf gereizt und knackte mit den Fingerknöcheln. Seine Freunde begannen dämonisch zu grinsen. 2 von ihnen hatten Baseballschläger an der Wand gelehnt, welche sie nun in die Hand nahmen und dem Jungen bedrohlich näher kamen. Doch anstatt zurückzuweichen, blieb Haruka regungslos stehen. Der erste Tritt in den Magen kam von dem Anführer. Haruka taumelte zurück und hustete. Der nächste Tritt folgte in die Rippen. Sie schlugen und prügelten auf ihn ein, bis er regungslos am Boden lag. Aus seinem Mund floss Blut, doch keine Sekunde lang hatte er sich gewehrt. Ein leichtes, trauriges Lächeln stahl sich auf seine blutverschmierten Lippen. Zane derweil war wieder etwas runtergekommen und bei klarem Verstand. Er lief heute eine große Runde. Er hatte kein Problem damit, auch durch dieses Viertel zu gehen, da sein Aussehen und Auftreten ihn schützte, dass sich niemand mit ihm anlegen wollte, doch er vermied es, dort gesehen zu werden. Man kannte ihn dort von früher, denn in diesem Viertel hatte er mit seiner Mutter gelebt. Er war selbst ein Draufgänger geworden, hatte selbst viele Dummheiten begangen, und auch er hatte seine Aggression schon 1-2 Mal an anderen ausgelassen. Doch diese Zeiten waren vorbei. Seine Mutter war tot und sein altes Leben ebenfalls. Zumindest versuchte er es hinter sich zu lassen. Er mied die Gegend. Der Anführer der Gruppe zog den benommenen Haruka an den Haaren hoch. »Der ist hinüber«, zischte er abfällig zu seinen Kollegen. »Lass dich hier noch einmal blicken und es wird nicht mehr bei Baseballschlägern bleiben«, warnte er ihn gereizt und spuckte ihm ins Gesicht. Mit einem letzten Fußtritt in Harukas Rücken machte sich die Gruppe vom Acker. Eine Weile blieb Haru einfach so liegen. Er hatte zahlreiche Blutergüsse am Körper und eine aufgeplatzte Lippe. Langsam richtete er sich auf und machte sich mit leerem Blick schlürfend auf den Heimweg. Immer wieder verlor er das Gleichgewicht, fiel hin und rappelte sich mühselig wieder auf. Diese Tortur kannte er schon zu Genüge. Doch der körperliche Schmerz verdrängte den seelischen Schmerz. Allerdings konnte er die Stimmen in seinem Kopf nicht so einfach verdrängen. Als Haruka aus einer Gasse aus dem Viertel schritt, stieß er sofort mit einem Mann zusammen, und das mit so einem Rums, dass er hinfiel. Zane, gegen den er gelaufen war, hatte beim Joggen seine Gedanken ganz woanders und sah nach oben in den Sternenhimmel, weswegen er den Jungen nicht rechtzeitig bemerkt hatte. Er spürte nur einen Widerstand und blieb stehen. Er selbst war nur kurz zurückgestolpert. Als er sich verwirrt umblickte und Haruka bemerkte, hockte er sich sofort mit geweiteten Augen alarmiert zu ihm runter. Verzeihung, das war keine Absicht, keuchte Haruka und hustete.
Ein paar Blutsprenkler befleckten die Straße. Mühselig versuchte er sich wieder aufzurichten, versuchte gegen die aufkommende Ohnmacht anzukämpfen. Zane musterte ungläubig die geschundene Gestalt und ohne darüber nachzudenken, packte er den Jungen unaufgefordert im Brautstil auf die Arme. »Wer war das?« sprach er mit seiner markanten Stimme gereizt und sah mit deutlicher Wut in den Augen zu dem Mann in seinen Arm hinab. Der Verband an seiner Hand war blutig und seine Wunden schmerzten, doch er hielt ihn, ohne auch nur zu zucken, auf seinen überraschend starken Arm, ignorierte seine protestierende Hand. »Irgendwelche Typen, nicht so wichtig«, murmelte der Jüngere benommen. Er bekam nicht mehr mit, dass Zane mit ihm sprach. Umrisse und Stimmen nahm er nur sehr vage wahr. Ihm war es auch egal, wer ihn aufgegabelt hatte oder was er mit ihm vorhaben könnte. Grimmig sah der Mann in die Richtung, aus der er gekommen war, überlegte, ob er dorthin laufen sollte, doch der Zustand der Person in seinen Armen war zu gravierend, als dass er ihn alleine lassen würde. Er biss sich auf die Zunge, um sich zu konzentrieren und wandte sich knurrend ab, um zurück zu seiner Wohnung zu joggen. Es dauerte seine Zeit, doch er erreichte seine Wohnung und schloss sie elegant trotz dem Mann in seinem Arm auf und schritt die Treppe hinauf. Er öffnete auch die Tür zu seinem Apartment und ließ den Jungen auf seinem breiten Sofa runter. Das Wohnzimmer war in Schwarz-Weiß gehalten, ein großer Fernseher mit so gut wie jeder existierenden Konsole stand im Wohnzimmer vor dem Sofa, auf dem mehr als 5 Leute Platz finden würden. Große Boxen standen neben den Konsolen, die auf einem kleinen Fernsehtisch standen. Vor dem Sofa war ein schwarzer Glastisch, auf dem Aschenbecher und eine Zigarettenpackung lagen. Er eilte in die Küche, die penibel gesäubert war, und öffnete einen Schrank unter der Spüle, um einen Erste-Hilfe-Koffer hervorzuholen. Er hockte sich vor das Sofa vor den Jungen und öffnete ihn fokussiert und mit ernster Miene. Haruka hatte wirklich Schwierigkeiten, wach zu bleiben. Angestrengt versuchte er sich auf Zanes Hände zu fokussieren, doch immer wieder fielen ihm die Augen zu. Der Mann zog ihm zögerlich das Shirt aus, um die Wunden zu prüfen. Vor allem sein Bauch und seine Lippen waren am krassesten verfärbt. Er schüttelte den Kopf, als er ihn verarztete und verband, sagte jedoch nichts zu seinem Zustand, durfte er sich nicht erlauben zu urteilen, wenn er nicht die Umstände kannte. Er war überraschend geübt im Verarzten der Blessuren und Prellungen, als hätte er das schon oft tun müssen. Seine Hände waren ruhig, aber bestimmt, und erstmals klopfte sein Herz nicht so schnell wegen Haruka, sondern wegen dem Adrenalin. Erstmals achtete er nicht auf den Jungen, sondern auf seine Wunden, weswegen er auch mit ihm sprechen konnte. »Hey«, sprach er, als er als letztes ein Pflaster über seine Unterlippe klebte, nachdem er die Wunde vorsichtig mit einem desinfizierenden Tupfer gereinigt hatte. »Kannst du dich auf mich konzentrieren?« fragte er, während er seine wunderschönen gelben Augen musterte, die irgendwie teilnahmslos und benebelt wirkten. Kam es geistreich von dem Jüngeren. Er versuchte dem unbekannten Mann in die Augen zu sehen, doch noch immer nahm er ihn nur verschwommen wahr. »Du hast eine Kopfverletzung«, erklärte ihm Zane gewissenhaft und hob ihn wieder an seine Brust. »Wenn du kotzen musst, da ist das Bad. Wenn du dich übergeben hast, musst du ins Krankenhaus, also sag mir dann Bescheid. Ich bin im Wohnzimmer«, erklärte er dem Jungen, während er das Gästezimmer öffnete und ihn anschließend auf das Bett legte. Das Zimmer war vollkommen in weiß eingerichtet, was nicht zu Zane passte, doch es wirkte irgendwie weiblich. Überall waren Kissen, Decken und Kuscheltiere. Ein Hängesessel war am Fenster in der Ecke, die Fensterbänke waren so breit, dass man darauf sitzen konnte, und es wirkte, als würde das Zimmer jemandem gehören. Am Schreibtisch waren Bilder und auf Papier geschriebene Geschichten. An den Wänden hingen Fotos und ein riesiger, flauschiger, großer Teppich lag auf dem Laminatboden aus. Die Schränke waren zu und der helle Vorhang vor den großen Fenstern zugezogen. Er legte ihn vorsichtig ins Bett und sein Shirt legte er gefaltet auf den Nachttisch neben dem Bett. »Ruh dich aus«, sprach er ruhig und deckte ihn sorgsam wie ein großer Bruder zu. Die Bezüge und generell das Zimmer roch nicht nach ihm, sondern irgendwie süßlich wie eine Frau. Er machte das Licht aus und lehnte die Tür nur an, damit er ihn hören würde, wenn er nach ihm rief. Haruka konnte sich nun seiner Benommenheit hingeben und fiel in eine endlose Dunkelheit. Zane däumte alles auf und legte sich auf das Sofa, sah nachdenklich an die Decke. Plötzlich schloss er fluchend die Augen, sein Herz raste und er wurde immer röter. Er liegt nebenan, wurde er sich bewusst und legte seine Hand beschämt über Mund und Nase, um seine Röte zu verdecken. Er atmete beherrscht ein und aus, doch von jetzt an hingen seine Gedanken stets an Haruka. Und es fiel ihm schwer, einzuschlafen.